Mahlzeit, herzlich willkommen am Radio Video Magazin und einem neuen Video unsererseits und herzlich willkommen in China. Wir sind unterwegs und sind jetzt gerade in, wie heißt das hier nochmal? Wir sind in Chengdu, der Flughafen heißt Fangdu, Tangdu. Warum? Ja, das ist das Problem. Die Frau weiß, wie das heißt, will aber nicht mit euch reden. Was weiß ich, wo wir sind, ihr auch nicht, weil die sich weigert. Wir steigen um, wir haben jetzt noch gute 2 Stunden, also frühstücken wir jetzt mal hier etwas. Und dann geht es zum nächsten Flug. 2,5 hast du gesagt, ne? Nochmal. Ich glaube nicht, dass ich davon auch wieder viel mitbekommen werde. Das ist gut, wenn du einen langen, anstrengenden Tag hattest und einen Nachtflug, dass du dann einfach bewusstlos wirst. Wir sind gelandet, sind quasi alleine gewesen und hatten dann schon irgendwie die Immigration. Aber das Problem ist, man muss, also nicht das Problem, also aktuell kann man als jemand, der einen deutschen Reisepass besitzt, also deutscher Staatsbürger ist, visumfrei nach China einreisen. Das ist ziemlich cool, weil das Visum vorher ziemlich teuer war und das ist ein ganz nices Feature jetzt. Aber man muss eine Arrival Card ausfüllen. Das haben wir auch gemacht und dann hat dieser QR-Code nicht funktioniert von dieser Arrival Card, weil man das ja instinktiv bei seinem Ankunftsflughafen macht und nicht bei seinem Transit. Aber das wollten sie jetzt hier machen. Wir waren nicht die Einzigen. Also ganz viele augenscheinlich asiatische Leute wurden auch wieder zurückgeschickt und mussten dann diese Arrival Card ausfüllen. Und ja, das ging dann trotzdem danach schnell. Aber wenn das da immer voll ist, da hast du aber ein gewaltiges Problem. Ja, dann kommt noch der Security-Check. Das ist auch in China immer richtig krass. Alles an Kabeln und so. Das alles triggert die irgendwie. Alles, wo ein Akku drin sein könnte. Und dann holt man schon alles raus und dann sind sie trotzdem noch mal eine Ehrenrunde und ach du heiliger Strohsack. Jo, das ist gruselig. Ja, das war dann ein bisschen gargelig und es hat ein bisschen gedauert, war ein bisschen nervig. Dafür ist es super witzig, dass auf der Toilette, also vor der Toilette, ein Screen ist, welche Toilette gerade besetzt ist, welche gerade frei ist und ob du dann Steh-Hock-Klo hast oder eine Schüssel, um darauf zu thronen. So, Essen ist da. Let's go. Hard for me to realize. Got me feeling jealous while you're careless when you're with your new lover. And every time I see you running out of your car, no matter what you say, swear that I've seen it before. I feel some kind of way, kicking like it's on the floor. You got me coming back for more and you drive me insane. I know you got so many issues, I ain't trying to fix you, cause you know I just can't get enough of your loving. And every time I kiss you, hate who I turn into. No point in taking cover, I know there ain't no other. I know you got your so many issues. Ain't trying to fix you. Cry me a river, right as you pivot. You'll be the sinner and me believer. Why so criminal? What you wishing for? You call it love, 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 love. Breaking it down, shaking inside and running your mouth. I'm down with a frown, oh, but shit, you turn it around. You and all your lies, oh, oh. But every Jo, wir haben unseren 2,5 Stunden Flug hinter uns gebracht. Hat irgendwie gefühlt länger gedauert als der 4,5. Aber wie gesagt, war ich beim 4,5 im Koma. Habe ich das in diesem Video gesagt oder im letzten? Man weiß es nicht. Ihr wisst es, weil ihr es gerade erst gesehen habt. Und wir warten jetzt auf unsere Koffer, sind in Peking gelandet. Und ja, toi toi toi, dass die gleich kommen. Und dann geht es weiter. Es gab ein Flugzeug, trotz so einem 2,5 Stunden Flug, irgendwie was zu essen. Und da wir auch kürzer geflogen sind, gab es auf einmal Entertainment. Ja, irgendwie dieses Grits-Zeug hat nach nichts geschmeckt. Porridge. Noch Grits. Ich bin im falschen Land. Und dann gab es dieses kleine Tütchen, was Uschi sich erst nicht probieren wollte. Ich hatte es komplett im Mund. Ekelhaft. Mein Würgereiz vorher hat vielleicht dafür gesorgt, dass jemand anderes das nicht mehr probieren wollte.
das ist irgendwie eingelegter Kohl oder so, aber in Altöl eingelegt. Ich weiß, eklig. Und dann dieses kleine Actimel-Ding, das war irgendwie Backvanille mit dem Glas da drin püriert. Naja, okay. So, es stehen zum Glück noch viele Leute hier und es passiert nicht so viel. Ich hoffe, dass unser Gepäck gleich kommt. Ich höre gerade aus der Regie, unsere Koffer sind da. Ich übergebe mich und sammle dann die Koffer ein. Genau, und dann ist gleich Didi-Fahren angesagt. Didi ist quasi das chinesische Uber. Und das bringt uns dann erstmal zum Hotel, wo wir die Koffer loswerden. Weil mit den Koffern machen wir jetzt nicht viel. Wir haben jetzt 11:11 Uhr. Bitte zerwachen. Genau. Und entweder haben wir Glück und können schon einchecken, was eher unwahrscheinlich ist, oder wir schmeißen halt einfach die Koffer in die Lobby und können dann losstratzen. Schauen wir mal. No matter what you say, swear that I've seen it before. I feel some kind of way, kicking like it's falling before. You got me coming back for more and you drive me insane. I know you got so many issues, I ain't trying to fix you. Cause you know I just can't get enough of your loving. And every time I kiss you, hate who I turn into. No point in taking cover, I know there ain't no other. I know you got your you know I just can't get enough of your love. And every time I kiss you, where do I turn into? No point in taking cover, I know there ain't no other. I know you got your... So, ich wollte gerade was erzählen. Wir haben nicht unsere Koffer gerade weggeschmissen. Das ist unser? Der mit dem ja. Gut, dann müssen wir aber wieder von der einen Seite rein und durchrutschen, glaube ich. No point in taking cover, I know there ain't no other. I know you got your... Jo, dann melde ich mich jetzt wieder. Wir sind aus dem Didi wieder ausgestiegen. Haben jetzt noch nicht so ganz rausgefunden, wo die U-Bahn bei uns am Hotel sein soll. Und wir haben halt ein bisschen Hassel die ganze Zeit mit dem Internet, was immer wieder weg ist. Wir haben eine Travel Sim, die war auf jeden Fall schon für Singapur, für Malaysia und ist auch für China. Eine, die durchgeht und sich auch die ganze Zeit umstellt. Das hat bis jetzt auch eigentlich funktioniert und wir sind auch zwischendurch im Netz und kommen eigentlich auch auf alles drauf. Aber irgendwie schmeißt sie uns immer wieder raus oder cancelt das Internet. Wir sind jetzt zum Sunpark gefahren. Das ist ein großer Stadtpark. Das sieht man, glaube ich, auch ein bisschen im Hintergrund, dass hier ein bisschen höhere Häuser sind. Und das hier ist der Eingang. Den findet man so auf der Rollercoaster Database. Da ist auch die nächstgelegene U-Bahn-Station eingetragen. Und wir gucken mal, wie das jetzt hier läuft. Die gehen schon mal durch den Exit rein. Finde ich auch spannend. Und theoretisch befinden sich hier drin 7 Achterbahnen. Schauen wir mal. Habt ihr vielleicht in unseren Shanghai-Videos schon mal gesehen, dass so Stadtparks echt überraschend viele Achterbahnen haben können? Und ich weiß nicht, ob das Smog ist, ob das Fog ist, ob das... weiß ich nicht, was ist. Aber die Sonne kommt nicht durch. Ja, aber es ist Smog. Aber es sieht so aus, ja. Obwohl es kaum noch jemand mit Verbrenner fährt. Also vor allem Pkw sind eigentlich alle ausschließlich Elektrofahrzeuge. Ich habe gelesen eben, dass das daran liegt, dass die Feinstaubbelastung immer noch so hoch ist, dass die immer Kohleheizungen hier noch haben. Also man merkt das besonders im Winter mehr als im Sommer, dann hat es mehr Smog. Ja, also es sind immer noch genug Smogtage und nur wenig Smogtage. Wenig Smogtage. So habe ich eben gelesen. Peking oder? Peking habe ich extra gesucht, ja. Ja, weil in Shanghai war das war was auch warm. Jetzt ist es nicht warm. Ja, genau. Also mal gucken. Ist ein bisschen unangenehm auch zu gucken.
Okay, ich wollte was trinken, weil ich Durst habe. Das ist nichts geworden. Und jetzt sind wir aber schon mal 2 Achterbahnen gefahren. Erst den Powered Coaster. Da drehe ich euch mal hin, damit ihr den auch mal von außen seht. Ja, erinnert stark an jeden anderen Standard Zamperla oder sonstiges Powered Coaster. Ist aber extremst schnell unterwegs. Kleinen Zug und hinter mir seht ihr einen Spinning Coaster von, ich glaube, Beijing Leisure Equipment, Amusement, Manufacturing, Heinz. Ja, das war witzig. Also die Gondeln sind irgendwie so inspiriert von Muck-Ride Spinning Gondeln, nur etwas kleiner und die fahren einzeln, nicht als Verband, wie dann die Muck-Ride Spinning Coaster meistens mit dem Zug unterwegs sind. War aber ganz witzig. Ich hab Angst. Zu Recht. Spaß. Oh weh. Ja, entriegelt. Das hat bestimmt seine Gründe. Gottes Willen! Ja. So schlimm, oder? War okay. Ja, fand ich auch. Verrückte Gondeln. Also es ist viel zu kleine Kopie Ziemlich von eng, Muck Rides, aber als Einzelwagen. Okay, was macht das jetzt? Wie gut ist das? Gar nicht. Nichts, oder? Nein. Weil das getrennte Ein- und Ausstieg. So, und das Problem ist, das Internet ist so schlecht hier. Also da steht zwar 5G, aber dann ist es auch wieder ganz weg, dass Alipay da so ein bisschen Hassel mit hat und braucht da ein bisschen mehr Internet. Und das war jetzt auch unser Problem. Sie konnte jetzt unseren QR-Code scannen, dann ist das nicht so schlimm, weil der ist da. Aber das selber scannen, was man sonst macht, das funktioniert nicht so gut. Hier auch direkt typisch chinesisches Karussell mit Wasserpistolen und drumherum fahren. Die Kollegen hier, die haben auch noch einen Starflyer. Und die hatten vorne noch ein paar Karussells. Ich weiß auch nicht, war das eine Geisterbahn? Das war, glaube ich, ein Walkthrough, das andere, ne? Ja, also Geisterbahn erkennt man meist daran, dass wirklich draußen irgendwie eine Gondel rumeiert. Wir versuchen noch mal ein Getränk zu kaufen beim nächsten Laden. Ja, irgendwie wird es gerade voll warm. Es war voll kalt, als wir angekommen sind. Ja, die Sonne kämpft sich durch. Natürlich, weil ich ja ein Jäckchen an habe. Ja. Kriegst noch einen Deckel um den Kopf. No. Ich bin hier unten. Diese Achterbahn hier hat ein Dach. Ich habe Angst. Wenn etwas ein Dach bekommt, ist es gefährlicher. Ist das doof? Ach so, weil wir da drunter herfahren. Ach du heiliger Strohsack. Oh, Gottes Willen. Dafür ist das Dach. Hilfe.
Ja, wir müssen gleich mal ein bisschen erklären, wie das hier aufgebaut ist. Aber diese Achterbahn ist schon crazy. Und das Dach hat seine Bewandtnis, weil die Durchfahrt hier unten ist diese da. Hallo, guten Tag. Sehr eng. Also, das ist echt verrückt. Wie du aussiehst. Da kommt man kein Foto. Also dadurch ist echt... Ich hoffe doch. Okay, also ich würde das jetzt mal eben gucken. Es gibt dann noch Flying Coaster, fehlt uns noch. Nachdem wir jetzt den Happy Johnny Cross gefahren sind. Flying Coaster ist Beijing G1 Amusement Rides Manufacturing Company Limited. Sieht aus wie ein Vekoma Junior Coaster, ist aber der Motor Coaster. Das ist der Motorbike Coaster. Okay, ist echt noch ein Motorbike Coaster. Alles klar. Ich habe mir was dabei gedacht, dass wir hingegangen sind. Ich weiß nicht, wie toll die Aufnahme ist. Dann den Fruit Rum Coaster, das ist dann Ovalwurm. Den muss es noch geben, theoretisch. Weiß nicht, was da vorne war, wo es aussah, als ob da eine Achterbahn nicht mehr besteht. Rainbow Children Coaster und World of Warcraft. Ist aber nur... Das ist nicht bei RCDB. Was hat denn Coaster Count da sich wieder bei gedacht? Was ist das für eine Grauzone? Aha, das ist irgendwie schienengeführt. Okay, dann laufen wir mal rum. Das wäre noch interessant. Aber hier ist ein Parkplan. Was da nämlich mit drauf ist, das wollte ich nämlich eigentlich gucken, ist noch ein Corkscrew Coaster. Und, warte mal, ich habe bei RCDB, glaube ich, gesehen, dass Sachen SB&O sind. 2 Stück. Das könnte natürlich sein. Ja, warte, das ist ja jetzt hier nicht mehr bestehend. Wenn ich aber auf die Rollercoaster Database gehe, Jungle Mouse und Mine Coaster sind SB&O. Laut RCDB seit 24. Aber das ist ja auch dann. Wir gucken mal, was hier rumsteht. Ich wollte euch aber noch eine Sache erzählen, die nämlich vielleicht interessant ist zu wissen, wie das mit dem Bezahlen funktioniert. Also es sind mehrere Betreiber scheinbar von mehreren Fahranlagen auf einem Haufen. Die haben dann immer hier so kleine Booths, so kleine Hütten. Und dann bezahlt ihr hier, das zeige ich euch auch direkt, indem ihr euer Alipay öffnet und diesen QR-Code scannt. Und die geben da irgendwie vorher, ich weiß auch nicht, wie die das machen, geben die halt den Preis ein. Du machst das. Und dann kriegen die aber die Push, dass sie das. Und die haben immer Bilder, was denen gehört, was sie betreiben. Das sind die Fahrgeschäfte, die dann so eine Booth hat. Die haben auch da die Preistafeln drüber, die zeigen einem das auch direkt. Hier ist... Nee. Das ist ja irgendwie so ein Nachbau von den SBF-Traktorenbahnen, aber mit Kniften drin. Equipment Maintenance Temporary Closed. Aber was mit dem Ride? Okay. Dann gibt es hier ganz viele Greifer und irgendwie ein römischer Bau. Wir gehen auf jeden Fall jetzt nicht alle Rides hier durch, weil da kommt dann so ein Jumper jetzt hier vorne auch noch. Aber so Kuriositäten würde ich natürlich mitnehmen. Wie Schlagloch am Boden. Da vorne ist auch noch mehr Zeug. Weiter. Ja, und was viele Ballermänner auch dann wieder auf dem Bildschirm schießen da sind. Okay, was ist das da schon, diese Grauzone? Nee, aber das ist ein großes Karussell, ein kleines Dino-Karussell. Hä? Das ist echt verrückt hier. Also wir kennen ja so, und ihr aus den Videos vielleicht auch so Parks, aber da ist diese Grauzone. Guck mal, da kann man nicht... Ja, es ist doch ein Powered Coaster. Warum ist der denn nicht bei RCDB gelistet? Oder denken die, das ist eine Geisterbahn? Also das ist ja ein 1A Powered Coaster. Von hinten. Gucken wir von vorne. Wir kommen schon irgendwie klar. Hier ist schon wieder Drachensteigen lassen verboten. Das ist ein Ding hier, oder? Da vorne das sieht eher wie eine Geisterbahn aus noch. Oh, das war wild, ey, das war wild. Also chinesische Geisterbahn auch immer spannend. Disco, ja, wir gucken uns das Ding mal an, aber wer keine Grauzone, also wenn nicht wir, wer fährt dann Grauzonen? Ja, wobei wir lassen noch einiges weg. Da gibt es auch wieder einige Bildchen, da müssen wir mal gucken, welche Tickets wir uns jetzt hier holen. Das ist auch gut, auf den Tickets, diese Papiertickets sind dann immer die Bilder. Okay. Mama. Braucht man da was von? Nee. Keiner! Sicher.
天哪，你还做官，等下做改还不做。 Auf was werden wir jetzt treffen? Da ist irgendeiner am Rumlaufen, glaube ich. Ja, da ist er. Der ist noch am Thematisieren. Thematisierung ist stark. Tagwelt-Part. So auch den Kopf einziehen hier. Das ist Jetzt stören wir den ja auch noch. ja. Stark. Wow. Oh. Ich finde die Lauffläche der Schiene als Riffelblech spannend. Ja, wir verhungern jetzt hier auch. Vielleicht Rollback. Das ist auch nur hier, jetzt wo es hochgeht, ist das Ah Riffelblech. ja, ich gucke, ob das drauf, ob das auch funktioniert. Ja. Und wird werden wir sofort evakuiert. Die Flex liegt schon bereit. Um uns rauszuflixen? Ich weiß es nicht. Irgendwas flext ja gerade, als wäre mir gestört. Super, ich lieb's. Das ist doof. Ja. Aber das ist schon ganz schön hoch, ne? Ja. Oh. Wenn am höchsten Nochmal Punkt. einen Anlauf. Wenn wir stehen, bleiben wir am höchsten Punkt. Hier oben ist direkt stürmisch, ne? Fergensflight ist nichts dagegen. Das ist relativ freies Bergabfahren, Ja, das ist eine Achterbahn. Ich jetzt auch. Hat man jetzt keinen Motor gehört. Ja. Auch mal Wasser drin gehabt. Ja, Wo die so heil sind. der eine Dino hat noch das Etikett dran. Hier ist auch schön hier. Jetzt geht's los. Oh nein! Das will ich. Alter, das ist echt. Da haben wir aber drauf hingearbeitet jetzt auf dem. Mami goes city. So, wir haben jetzt den nächsten, also erstmal wurden wir jetzt da fast entführt, damit wir irgendwas fahren. Die erste Bahn, die jetzt hier geschlossen ist, der Main Coaster. Und das ist die SPNO ist, wo wir gerade drüber gesprochen, Suspension, ja. Das ist vorbei. Schade. Also das behaupte ich jetzt, dass das schade ist. Also, guck mal, bei Coaster Account steht seit 2024. Das sieht auf jeden Fall aus, als ob das schon 10 Jahre her ist. Naja, die sehen ja vorher schon nicht gut aus, die Ja, hast du auch Anlagen. wieder recht. Ja, das Krasse ist hier, die haben super viel Konkurrenz untereinander und wollen natürlich, dass du bei denen irgendwie fährst, was ganz gut ist, weil dann sind die Sachen auch offen. Die Schiene wird jetzt zum Lagern von Autoscooter-Chasen benutzt. Ich hoffe nicht, dass das mal der Zug war. Nee, der Zug steht da ja noch, das ist ja das Bescheuerte. Und das wäre, glaube ich, ziemlich witzig gewesen, aber jetzt die Autoscooter-Chasen da zu lagern, das habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Dann gehen wir noch mal einmal kurz in den Busch hier. Jo, das ist witzig.
Okay, hier haben wir jetzt den Motorbike Coaster. Also wir sehen die Schienen davon schon mal. Ja, das ist eine ziemlich große Achterbahn. Und da stehen auch Leute vor, das ist gut. Weil, also im Fall von so einem Park hier ist das gut, dass Leute davor stehen. Ich hab da noch Luft. Das ist halt eine 1:1 Kopie von Boosterbike. Was war das für ein Mist? Also bis zur ersten Kurve war es ja okay. Aber dann wurde es wirklich nicht gut. Ich glaube, ich bin noch vom Motorrad gefallen zwischendurch. Ich lag dann zu alt für den Quatsch. Flying Coaster. Ist kein Flying Coaster, sondern ein Motorbike Coaster. Und eine chinesische Kopie von Boosterbike im Toverland. Du startest hier auch mit diesem Versatz dann zu dem Lounge. Wir sind jetzt in den Lounge Coaster in einem Stadtpark gefahren. Was ist das für ein Blödsinn? Das war okay. Bis zur ersten Kurve. Boah, ey, das zwiebelt aber. Das geht echt ein bisschen in den Rücken. Guck mal, Fast and Furious, das kopieren sie nicht so wie bei uns die Schausteller. Da liegt eine Kokosnuss hinterm Mülleimer. Wow! Ey, das war ach, da liegen überall Kokosnüsse auf den Tischen. Das war ein wilder Ritt. Das tat weh. Aber es ist jetzt ultra witzig, diesen Motorbike Coaster in diesem Stadtpark gefahren zu sein. Und dann gibt es hier noch einen Lokflume. Der ist aber jetzt wirklich auch aus. Das lohnt sich auch. Das lohnt sich. Das kostet echt viel Geld. Einen schnellen Blick. Eine Doppelladestation. Oh, da ist auch schon länger nichts mehr gefahren. Ja, guck mal, die ganzen Äste da drin, das ganze Grünzeug und so. Also das trockene, kaputte Grünzeug. Aber die Station sieht irgendwie auch wild aus. Ja, dann gehen wir, glaube ich, in die andere Richtung. Daher nochmal, oder? Ja, weil da ist, glaube ich, nichts mehr jetzt. Die Schiffschaukel sah, also von oben, also die Spitze davon sah, glaube ich, ganz cool aus, was ich eben gesehen habe. Flying Coaster trage ich mir ein, damit wir die Übersicht behalten. Theoretisch noch 2. Und das sind dann die beiden von ihr, die uns angeschrien hat. Weil die war die ist eigentlich im Herzen Deutsche. Wenn du kein Chinesisch kannst, einfach lauter, dann verstehen wir das. Und ich habe verstanden, was sie will, aber sie hat nicht verstanden, was wir wollen. Vielleicht hätte ich schreien sollen. Also der Fruit Rum Coaster und der Rainbow Children Coaster fehlen noch. Und dann haben wir die hier. Ja, das ist wirklich, das ist verrückt. Sowas hier stehen zu haben in so einem... Stell mal vor, gehst zur Reiternaherholung, Monte Clamotte, Müllberg im Stadtwald. Und dann steht da einfach so ein Vekoma Launch Coaster. Das ist krass. Ach ja, die haben, als wir ankamen, war sie schon so, erst geil, da kommen Leute, die fahren wollen. Und, hey Dicken, da sind die Dicken, wir haben hier so eine chinesische Achterbahn. Und dann waren sie direkt dran und dann hochzeigen. Und ich so, ja, hier, ja genau, und hoch. Und dann dachte ich, okay, dann machen wir Testsitzen. Die haben da auch irgendwie, denken sie, Sitze, die etwas großzügiger sind.
Ja, dann haben wir auch Testsitze gemacht, haben wir kurz unser Kram vor die Tür geschmissen. Also wir haben ihn einfach hingeschmissen. Ja, das Ergebnis war, wir sind sofort gefahren. Die kamen erstmal nicht in ihre Operator-Booth und dann haben wir nach der Fahrt bezahlt. Das ist Vertrauen, weißt du? Das ist Völkerverständigung. Krass, krass, krass. Dann noch so ein Jumper, zweimal die gleiche Attraktion, auch schwierig. Aber was sage ich jetzt über die ganzen Powered-Würmer hier? Aua! So, wir sitzen jetzt im Fruit Roam Coaster. Die haben auf jeden Fall ein Reitradpaket weggelassen. Aber hier ist eine Pumpe oder was? Aber also hier wäre noch ein Reitradpaket drunter, aber es läuft auch so. Sie war auch sehr geschäftstüchtig und hier waren Leute am Fahren vorbeigekommen. Da hat sie uns angesprochen, dass wir fahren sollen. Und als wir signalisiert haben, dass wir Interesse haben, hat sie einfach die Bahn allein gelassen und ist zu uns runtergekommen, um uns dann Tickets zu verkaufen. Sie wollte aber erst ein Bundle verkaufen, aber wir haben nur hierfür und für eine weitere letzte Achterbahn in dem Park dann die Tickets geholt. Da müssen wir irgendwie gucken, dass wir mal einen Kassensturz machen. Das waren jetzt wieder 25, glaube ich, für die kleine, 30 für die was größere, die noch kommt. Und wir hatten eben 50, glaube ich, für die ganz große. Habe ich das richtig? Oder 40? 40? Was 5 Euro sind? Ich weiß es nicht. Das ist auch eine spannende Konstruktion. Aber auch hier der Tower wie von Intermin. Was ist das denn? Geil. Ich glaube nicht. Hey, 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 hey. Free Drop. Oh weh. Was sind das für Stützen? Überhaupt. Oh. Aber cool. Er war gerade noch eine Frau, als wir losgefahren sind. Ich weiß es nicht. Also langsam würde ich hier reinbremsen. Und Uschi hat gerade die Frage gestellt, ob die wissen, dass das ein Osterkörbchen ist, was falsch rum ist. Ja, nächste Runde. Hoppa. Da trägt es einen mal kurz raus. Ja, oh, ich finde das so eng. Aber das ist nicht so eng wie alles andere, was wir bis jetzt schon gemacht haben. Ja, ich finde die Bahn cool. Vielleicht das Bremssystem ein bisschen besser steuern, aber das ist Bremsdampfbacken, Bremsung und der Lift könnte ein bisschen smoother sein. Aber sonst coole Bahn.
mal wohl Glück, würde ich mal sagen. Hilfe. People, wir sind mit dem Didi weitergefahren zum nächsten Park, nochmal so 20 Minuten. Aber bevor wir das gemacht haben, haben wir an unserem Startpunkt erstmal einen Rollerfahrer angefahren. Also nicht wir, sondern unser Didi-Fahrer. Er hat einfach nichts gemacht, saß einfach in seinem Auto, hat einfach stur rausgeguckt. Der Rollerfahrer hat sich aufgeregt. Da mussten wir zurücksetzen, damit der Rollerfahrer sich befreien konnte. Und dann sind einfach alle ihre Wege gefahren. Naja, so ist das manchmal. Jetzt sind wir in einem Stadtpark und suchen jetzt 2 Achterbahnen. Ich habe gerade von Uschi gehört, dass Erik eine davon jetzt gerade vor ein paar Tagen erst eingetragen hat und gefunden hat. Der war nämlich jetzt auch die ganze Zeit hier unterwegs. Lukas und Moritz, die ihr ja schon in Singapur gesehen habt in den Videos hier, waren bis heute Morgen hier in Peking noch und haben in Shanghai angefangen. Waren dann bei Disney, da hat Lukas jetzt dann auch final alle Disney-Parks dieser Welt besucht, wie wir alle. Endlich jung. Und Universal hatte auch voll dann, ne? Oder? Ich glaube schon. Es fehlt uns nämlich noch. Es kommt noch. Aber das einmal dazu auf jeden Fall und irgendwie der Rest der Welt ist auch gerade in Asien unterwegs, als ob das aktuell voll einfach wäre. Nicht. Okay. Müssen wir mal suchen. Das ist ja warum? Das war wieder alles viel zu klein und zu eng. Also der Baum, der jetzt hier kommt, das ist auch nicht so. Wir haben es nicht so ganz geschafft. Jetzt. Das war gerade eine kleine Diskussion. Wir haben es durchgesetzt. Jetzt gleich in den Kopf einziehen. Das ist auch irgendwie gruselig. Das sieht aus wie Menschen, in denen man so ein Schulterbügel drauf kommt.
Der Bro hat jetzt gesagt, ich soll mir mal was angucken. Er hat was gesehen und er möchte jetzt gerne wissen, wie ich darauf reagiere. Ja, wie heißt Stellt denn sich- dieses Fahrgeschäft eigentlich? Tagada. Oh nein! Tagada heißt das. Oh nein! Wir wissen es halt nicht. Nein, wie lustig. Du weißt ja nicht, wie unsere Schriftzeichen aussehen. Wie lustig. Und die hatten die Buchstaben irgendwo dabei, aber wieso sind die gespiegelt? Das verstehe ich nicht. Dass sie in der falschen Reihenfolge oder auf dem Kopf oder so, okay, aber das ist doch... Oder sind die so? Ja, das geht auf dem Kopf, deswegen Ja, erkenne ich es nicht. Die haben einfach irgendwas zusammengeknüppelt. Ist das süß, ey. So, es war jetzt ein bisschen Diskutiererei. Die wollten uns zuerst diese kleine Bahn hier nicht fahren lassen, weil die ist eigentlich nur für Kinder zwischen 3 und 10, wobei Kinder unter 3 mit einem Erwachsenen fahren dürfen. Und ja, dann habe ich jetzt irgendwann gedacht, komm, ich mache mal einen auf Mitleid oder auf Bewunderung oder was auch immer und habe dann bei Google Übersetzer eingegeben, dass wir also Achterbahn auf der ganzen Welt sammeln. Bitte, bitte, bitte. Und da waren sie zu zweit am Diskutieren und die eine hat dann gesagt, no, no. Und dann wollte sie schon eintippen in den Übersetzer, was sie sagen will. Und dann hat die Ältere gesagt einfach, ach, und dann hat sie uns mitgenommen. Dann hat das mit Alipay wieder noch mal ein Momentchen gedauert, aber dann konnten wir jetzt fahren. Ja, war eine interessante Experience mit dem auf dem Dach. Naja. Genau. Und als wir dann in die Ecke dann kamen, sie ist schon vorgegangen, weil wir mussten ja noch bezahlen, ist sie dann, dachte ich so, warum läuft jetzt hier irgendwie Musik so auf einmal? Ja, okay, der Hauptstrom ist da in der Ecke wohl an mehreren Geschäften und da geht dann halt auch die Musik an. Naja, wir suchen jetzt hier mal einen Ausgang. Vielleicht auch noch erwähnenswert ist, dass die erste Achterbahn, die wir gefahren sind, von ihr mit einer Nebelmaschinenfernbedienung von Konrad eingeschaltet wurde. Sie hat am Schlüsselbund so 2 Fernbedienungen, hat geguckt, welche, dann drückt sie auf die eine und dann sind wir losgefahren. Und dann musste sie auch noch mal nachparken, weil sie zu früh ausgemacht hat. Das war auch witzig. Ja, cool. Ja, was machen wir? Wir wissen noch nicht, was wir machen. So Leute, jetzt wird's richtig albern und richtig absurd. Wir sind hier schon dran vorbeigefahren eben und haben kurz geschmunzelt. Wir sind nämlich echt wirklich so irgendwie im Zentrum von Peking angekommen und dann ist das einzige Richtige, was man da machen kann, deutsch essen gehen. Wir haben das echt noch nie gemacht. Wir sind so viel unterwegs und überall gibt es eigentlich dann irgendwie mal so ein German Restaurant. Das nennt sich aber nicht German Restaurant, das nennt sich hier Schindlers Tankstelle. Sind wir vorbeigefahren, haben das gelesen, das war ulkig. Jetzt sind wir aus dem Park rausgegangen, einfach aus dem anderen Ausgang, weil es ja egal ist, wo wir rausgehen. Und es war exakt hier neben, also wirklich 5 Meter. Neben dem Ausgang ist das die Restauration hier. Und es riecht echt gut. Und dann haben wir jetzt gedacht, okay, wir haben irgendwie das letzte Mal im Flugzeug was gegessen. Das würde ich so auch nicht bezeichnen. Wir haben ein kleines Hüngerchen und wir sind seit 32 Stunden auf den Beinen. Wie wär's mit einem kurzen Sit-In, um was zu essen und dann fahren wir zum Hotel, müssen dann noch irgendwie uns Getränke besorgen, einchecken, das Zimmer euch auch für heute zeigen. Und ich sag mal so, wir sind von Malaysia nach China geflogen und sind 9 Achterbahnen auch noch heute gefahren und überhaupt. Also ich glaube, wir haben unseren Soll erfüllt und dann haben wir jetzt gedacht, das gucken wir uns jetzt hier mal an. Das klingt irgendwie witzig, das riecht gut und wir haben es noch nie gemacht und die Karte sieht authentisch aus, die Preise sind fair. Jetzt sind wir auf das Essen gespannt. Also wirklich coole Auswahl und authentisch. Nicht irgendwas eingechinesischtes oder sonst irgendwas, so wie chinesische Restaurants in Deutschland vielleicht und so weiter. Ihr kennt das Spiel, ja. Ja, Peoples Essen ist da. Und was soll ich sagen? Das ist echt gut. Bei beiden. Grillplatte, Leberschnitzel, Knaller. Richtig geil. Also, es wird jetzt nicht zur Gewohnheit, dass wir das irgendwo im Ausland machen. Ich weiß auch, dass jetzt ganz viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber den Gag haben wir auch noch nie gebracht. Also, hier ist er, hier war er. Wir sehen uns bei der nächsten
Nudelsuppe. Das ist ja die deutsche Wartezone. I don't get pressed, look at me. I've been on set since 17. I've been on set. Haben wir mal eine Achterbahn gefunden, würde ich mal sagen. Das ist doof. Ja, wir sind jetzt gerade mit dem Didi angekommen. Es hat ewig gedauert, super viel Verkehr, Stau, Rush Hour und ich muss dringend auf Klo, sind in die Mall und wir sind die Straße lang heute Morgen hier lang gekommen und da habe ich mir schon gedacht, da habe ich das gesehen, wo wir jetzt gerade sind. Also, das ist doch eine Achterbahn. Und jetzt sind wir gerade hier rumgekommen und das ist tatsächlich nicht hier eine Achterbahn, einfach neben der Mall. Das ist so ein kleiner Park, das alles ist hier in so Goldtönen, weiß und gold, sind hier so mehrere Rides, Karussells, ein paar witzige Rides und halt diese kleine Achterbahn mit super coolen, stylischen Fischgondeln jeweils über so einem, keine Ahnung, Feld, hier Weizenfeld aus LEDs. Und ja klar, keine so Warnung mit einem kleinen Hügel nur, aber es ist halt eine Achterbahn. Die macht einen WhatsApp-Call? Ja, es ist... ja, wir werden ausgelacht von den Treibern. Schön, schön. Das macht einfach Spaß, weil es auch so ist, das ist so doof, ey. Aber es ist cool. Die Leute freuen sich, wir freuen uns, der Coaster Couch freut sich. Aber ich weiß nicht, wann wir hiermit aufhören. Aber witzige Entdeckung, ich hoffe, die Bahn ist schon eingetragen. Das ist wieder voll die Arbeit. Aber nicht eingetragene Bahn zu entdecken und einzutragen ist eigentlich auch eine ziemlich feine Sache. So wie Erik das heute gemacht hat. Und wie viele andere es auch die ganze Zeit machen. Lars, Bonita und so weiter und so fort. Es ist schon ein kleiner Kreis von Geisteskranken.
Wir haben die Zimmerkarte, wir sind eingecheckt. Guckt euch bitte dieses crazy Zimmer einmal an. Oh, was geht, ey. Richtig gut, oder? Hat Yoshi wieder schön rausgesucht. Ich laufe mal ein bisschen hier rum, aber sehr schön. Alles picobello, sauber, schön. Wirklich mega cool. Kühlschrank mit am Start, das ist eine wichtige Sache. Ein richtig großer Fernseher. Das ist keine wichtige Sache, aber der ist echt groß. Ist ja auf den Hotels sehr klein. Eine Pinnwand sogar, voll süß. Man kann dann hier so Toiletten-Items, die man noch zusätzlich braucht, zu denen, die schon hier sind, kann man dann hier auch bekommen. Es gibt auch noch so einen Lufterfrischer, richtig nice. Und dann dieses crazy offene Bad direkt so im Raum drin, total nice. Also auch ohne Trennscheibe dann hier zwischen oder so, das kennt man ja schon hier und da, das hatten wir auch schon. Aber so verrückt, richtig cool. Ja, und dann sind wir jetzt auch schon, weiß ich nicht, 36, 37 Stunden auf dem Bein. Wird mal Zeit, dass wir Schluss machen. Morgen um 18 Uhr geht's weiter mit irgendeinem Video hier auf dem Kanal. Und für uns geht's morgen auf jeden Fall weiter mit China, mit Peking und einem richtig coolen, also wahrscheinlich richtig coolen und auf jeden Fall spannenden Freizeitpark. Euch auf jeden Fall vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir gehen aus diesem Tag mit CC+10 raus. Das ist doch auch mal nice. Bis morgen. Wir sind in Peking, China. Universal Studios Beijing, Mack Rides, Suspended Powered Coaster. Kennt ihr von Arthur im Königreich der Minimäuse im Europapark, und das gibt es hier mit Jurassic Park Thema. Aber was ein krasser Ride. Wir waren jetzt in jedem Universal Freizeitpark der Welt. Was war das denn bitte jetzt schon wieder? Lights, Camera, Action.